Antis sind schnarchlangsam und nur was für Abwehrer. Spinlord schlägt mit dem Quokka einen ganz anderen Weg ein. Spinlord kombiniert beim Quokka ein relativ weiches, unelastisches, restgriffiges und langsames Obergummi mit einem mittelharten, feinporigen, klassischen Offensivschwamm. Neben dieser ungewöhnlichen Kombination ist auch das äußerst niedrige Gewicht von nur etwa 45 Gramm im ungeschnittenen Zustand auffällig. Preislich liegt der Quokka bei knapp 27 € und ist made in China. Im Dots-Test liefert das Gummi eben diesen ungewohnten Anblick, den man von Antis eigentlich nicht gewohnt ist. Neben dem hohen Tempo reagiert der Quokka erwartungsgemäß nur marginal auf Rotation. Schon im Einkontern zeigt sich der Quokka sehr speziell. Als Gegner muss man zu jeder Zeit mit Störeffekt behafteten Bällen rechnen. Es gilt, je länger der Ballwechsel dauert, desto unberechenbarer wird der Spin. Die Tatsache, dass man als Gegner den Quokka aufgrund des hohen Tempos als normalen Offensivbelag wahrnimmt, verstärkt die Sache natürlich nochmal. Im tischnahen Blockspiel überzeugt der Quokka erwartungsgemäß mit hoher Kontrolle, zeigt aber auch ekelhafte Flugbahn und für uns nicht ganz so einfach einzuschätzende Rotationswechsel. Wir hatten das Gefühl, dass die Bälle mit längeren Ballwechseln immer gefährlicher wurden. Da das Obergummi restgriffig ist, reicht hier ein senkrechtes Hinhalten aber natürlich nicht aus. Generell muss man den Quokka anders spielen, als man es mit einem normalen Anti, einem Glanti oder einer Langnoppe machen würde. Gerade durch das aktive Reindrücken nehmen Blocks stark an Fahrt auf. Für das Kurz-Kurz-Spiel über dem Tisch eignet sich der Quokka nicht ganz so gut. Schupfs steigen leicht etwas zu hoch hinaus und erreichen natürlich nur geringe Rotationswerte. Viel effektiver ist es hingegen, Unterschnittbälle anzugreifen, sei es durch leichte, Topspin-artige Bewegungen, leichtes Reindrücken oder auch frontales Kontern. Werfen wir einen Blick auf die lange Abwehr. Auch wenn uns hier aufgrund von nicht ganz passendem Schlagwinkel einige Bälle etwas zu hoch gestiegen sind, ließ sich der Quokka grundsätzlich kontrolliert beherrschen. Mit ein wenig Übung gelingen auch sehr flache Bälle, die für den Gegner schnittmäßig nicht ganz einfach einzuschätzen sind. Richtig effektiv wird der Belag hier wahrscheinlich, wenn man ihn mit einem effetreichen Abwehrbelag kombiniert und dann gezielt Schnittwechsel einsetzt.
Aufgrund des hohen Tempos lässt sich der Quokka auch gut als Bringer aus der Halbdistanz spielen. Hier reicht die geringe Griffigkeit zwar nicht für die üblichen Topspin-Duelle, doch mit leichten Hebern kann man schnelle Angriffe des Gegners sicher auf den Tisch retournieren. Dank der Linearität gelingt dies sehr kontrolliert. Zudem ist der Schnitt für den Gegner nicht ganz einfach einzuschätzen. Tendenziell ist der Belag unserer Meinung nach hinter dem Tisch sogar ein wenig einfacher zu spielen als in Tischnähe. Mit dem richtigen Schlagwinkel kann man mit dem Quokka auch weiche Topspins abschießen. Zwar ist dies technisch durchaus anspruchsvoll, dürfte aber aufgrund des hohen Tempos fast immer zum direkten Punktgewinn führen. Uns persönlich hat der Quokka im Test immer wieder durch diese aktiv gehobenen, reingedrückten Bälle auf Unterschnitt überzeugt. Generell sind wir der Meinung, dass dieses Gummi eher für die Rückhandseite gemacht und dabei viel mehr als ein reiner Hinhaltebelag ist. Was der Quokka durch seine krummen Flugbahn und seine überraschend hohen Störeffekt abliefert, hat uns am Ende einfach überrascht. Auch wenn der Belag sicherlich sehr speziell wirkt und unseren Erfahrungen nach nicht ganz so einfach zu beherrschen ist wie ein normaler Noppeninnenbelag, zeigt er gerade in Kombination mit dem hohen Tempo ein überraschend großes Offensiv- und Angriffspotenzial.